Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation unseres Sound-Upsets für BMW F und G Serien mit dem kleinen HiFi-Paket, dem S676. Ich bin Patrick Gladen, arbeite bei Gladen in der Entwicklung von Sound-Up und OEM-Integration. Wir kommen zum Inhalt des Sound-Upsets. Wir haben einen Endstufenhalter integriert, weil der Werksverstärker wird ausgetauscht und somit haben wir eine schöne Haltevorrichtung im Fahrzeug, wo unser Endstufenhalter mit der Pico drauf verschraubt werden kann. Natürlich haben wir beim dem Set die Pico 810 verbaut, damit wir den Center-Kanal betreiben können. Die wird dann hier hingeschraubt im Fahrzeug, das werden wir dann noch sehen. Dazu haben wir den passenden Kabelbaum. Diesmal haben wir ganz was Kluges. Wir haben die Stromkabel direkt von da, wo es der Werksverstärker herkriegt. Somit brauchen wir kein Stromkabel ziehen und haben volles Leistungspotenzial. Das Ganze wird natürlich da alles richtig angesteckt. Auch hier haben wir wieder nur einen Stecker, eine Position, damit man vollkommen richtig ist und keinen Fehler einbauen kann. Dann haben wir das neue BMW 202 Set dabei von Gladen. Mit den neuen Mitteltönern, Neodynmagnet, vorne, hinten Dichtring, optimierte Parameter, fahrzeugspezifischer Lautsprecherkorb. Dann haben wir die Frequenzweichen dabei. Auch hier fahrzeugspezifischer Stecker, damit alles zerstörungsfrei installiert werden kann. Auch bei den Hochtöner haben wir die fahrzeugspezifische Aufnahme, damit man es im Spiegeldreieck von BMW einfach einrosten lassen kann. Was ist noch neu beim 202 Set? Der bessere Tieftöner. Da ist das Extremset und das normale Set verschmolzen worden zum einen. Wir haben jetzt eine größere belastbare Schwingspule, der Woofer geht besser im Tiefgang. Wir haben eine kleine Optiksache, ein G im Lautsprechergitter. Wir haben auch wieder im Set genug Dämmung mit drinnen für beide Türen. Wir kommen jetzt zur Demontage des Werksverstärkers. Der sitzt bei den meisten BMW links hinten im Kofferraum. Dazu haben wir hier schon einige Verkleidungsteile entfernt. Und hier sitzt der Werksverstärker. Den schrauben wir jetzt raus und ersetzen den durch die Pico 810. Wir kommen jetzt zur Montage der Pico 810 auf den Werksverstärker, also der kommt weg. Wir nehmen dazu unseren Endstufenhalter aus massivem Stahl, schrauben den Originalen runter, hängen den aus, nehmen unseren Kanten hin, hängen den ein, verschrauben den wieder am Originalpunkt. Nehmen dann die Pico, stecken die Kabel an, das schwarze auf Kanaleingang 1 bis 4, Signalausgang, Centerkanal, Strom. Wie vorhin erklärt, ist bei dem Stecker der Vorteil, dass der Strom schon direkt am Werksverstärker abgegriffen wird. Das Signalkabel lassen wir unter der Pico durchgehen, legen die Pico da hin, nehmen die 4 Schrauben,
und schrauben den Werksverstärker und schrauben die Pico statt dem Werksverstärker auf den Original BMW-Halter. Somit ist die Pico fest und sicher im Fahrzeug montiert, ohne dass sie Platz wegnimmt. Jetzt nehmen wir nur einen Kabelbinder und binden die Kabel ein bisschen zusammen. Wir kommen jetzt zum Setting aufspülen. Wir wählen die Pico 810 aus, verbinden uns mit dem Device, stecken die Endstufe an, mit einem Datenkabel auf Micro-USB-Basis. Aufpassen, es gibt auch reine Ladekabel. Pico hat sich jetzt verbunden. Wir wählen dann Sound ab. Er verbindet sich mit der Online-Datenbank. Wir wählen unser System aus. Wir haben S676-C. Laden das volle Setup. Wir merken, hier reagiert er. Bestätigen das. Speichern in alle 4 möglichen Speicherplätze. In dem Fall, durch das, dass der Werksverstärker rausfliegt, haben wir 4 Eingangssignale in die Pico mit vorne, hinten, links, rechts. Als Center-Signal wird der Logarithmus in der Pico verwendet zum Generieren von einem Center, so einem echten Center-Signal. So, wenn das Ganze fertig ist, können wir abstecken und die Endstufen einbauen. Wir verbauen jetzt die Pico am Originalplatz des Werksverstärkers. Dazu schließen wir unser Kabel an. Und schieben die Pico da rein und hängen es ein und drehen die 3 Schrauben fest. Ich baue jetzt den Rest der Verkleidungen wieder zusammen und dann sind wir fertig. Wir kommen jetzt zur Demontage der Türverkleidung, damit wir unseren Lautsprecher, das andere Spiegeldreieck mit einem integrierten Hochtöner montieren können. Dafür lösen wir die paar Schrauben. Entriegeln dann die Türverkleidung, natürlich mit einem Kunststoffkeil. Stecken hinten die Stecker ab.
Und haben hier den Original BMW Lautsprecher, den ersetzen wir gegen unseres, das Spiegeldreieck. Können wir gleich wegtun. Da haben wir jetzt das andere mit dem Hochtöner. Das können wir da gleich montieren. Haben hier unseren Anschluss für den Hochtöner. Stecken den BMW Lautsprecher ab und stecken unser Frequenzweichen an. So, dann schrauben wir den Lautsprecher raus. Wir verschrauben das Terminal bei unserem Lautsprecher. Die Leitung mit dem schwarzen Strich ist Minus und verschrauben den Lautsprecher. Als nächstes verbinden wir die Kabel mit ein bisschen Gewebebandel, damit wir kein loses Kabelwirrwarr haben. Die Frequenzweichen wird hier ihren Platz finden. Jetzt dämmen wir die Tür noch und dann können wir wieder alles zusammenbauen. Ich habe mir die Dämmung schon in ein paar Stücke geschnitten und jetzt dämmen wir die Tür. So, wir schneiden jetzt nur die 2 Schraublöcher aus für die Türverkleidung. Dann können wir es montieren. Montieren machen wir genau in umgekehrter Reihenfolge. Wir bringen den Türöffnungsmechanismus wieder an. Wir stecken den Original Kabelbaum wieder an. Schrauben die Schrauben wieder rein. Stecken den Fensterheber wieder an und kommen dann zur Montage der Subwoofer. Die Subwoofer sind bei BMW unter den Sitzen verbaut. Dazu lösen wir den Sitz, kloppen den nach hinten. Dann lösen wir die Abdeckung. Entfernen die Abdeckung, dann den Teppich weg. So, wir stecken hier den Subwoofer ab. Ja, hinten unter dem Teppich haben wir 2 Schrauben, die wir lösen müssen, dass das Gehäuse vom Subwoofer rausgeht. Dann nehmen wir das Gehäuse raus und verbauen jetzt in dem Subwoofer-Gehäuse den geraden Subwoofer. Zur Demontage für den Subwoofer sind wir auf die Werkbank gegangen, weil das einfach leichter ist, so wie im Fahrzeug. Wir lösen die 4 Schrauben von der Abdeckung. Lösen dann die 4 Schrauben vom Subwoofer. Hebeln den raus vorsichtig.
Eben den geraden Subwoofer rein. Damit wir im Auto wieder zerstörungsfrei anstecken können, ist im Set zweimal der Stecker enthalten. Da haben wir wieder rotes Plus, schwarzes Minus und so schließen wir am Subwoofer an. Die Montage des Subwoofers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, wir dann da wieder rein, stecken an und bauen alles wieder zusammen. Schrauben wir hinten nur die Schrauben am Sitz an und somit ist die Installation fertig. Wir sind jetzt fertig mit der Installation mit dem Sound-Upset für BMW ab der F-Serie mit dem kleinen HiFi-System. Beachten, Ansatz Wahrer braucht man die Spiegeldreiecke zur OEM-Installation. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Sound-Upset. Ich genieße und kontrolliere das jetzt noch.